Wir wollen neue Gebirge erkunden, größere Hänge befahren und einfach coole Abenteuer erleben. Aber dafür müssen wir auch noch einiges lernen. Welche Skills brauchen wir, damit wir diese Reise schaffen? Dieses Jahr haben wir auf jeden Fall verstärkt den Fokus gelegt auf, wie plant man eine Route, wie agiert man und wie geht man das ganze Thema eigentlich an. Und seit letzter Saison, seit Corona, glaube ich, haben viele Leute angefangen, mehr gehen. Es macht da extrem viel Spaß. Man sieht neue Sachen, man plant es halt am Vordertag und dann setzt man es halt um. Dann geht es schon ein bisschen um das, wer ist dabei. Zum einen skifahrertechnisch kann ich mit dem über 40 Grad Steilheit fahren oder nicht. Im Zusammenhang mit der Lawinensituation, die Hangneigungen und die Geländeeigenschaften, jetzt Geländefallen und ja, so Hangübergänge, wo von flach auf steil oder so. Und ja, natürlich ist dann auch immer Einflussfaktor von Wetter her. Haben wir jetzt Bluebird oder sagen wir nur 30 Meter? Und wie stabil oder instabil ist die Wetterlage insgesamt? Also kann es untertags umschlagen. Wer hätte das gedacht? Aber wir haben pünktlich gestartet, nur sind wir jetzt eine Stunde verspätet. Aber das Wetter schaut mega gut aus, der Schnee ist kalt. Also wir haben gerade oben geredet und wir glauben nicht, dass nochmal ein Licht reinkommt. Es ist jetzt immer dichter geworden und das wird die Front von morgen übermorgen sein, die jetzt ein bisschen früher eben schon reingezogen ist. Wenn ich unterwegs bin und eine Route, eine Skitour oder irgendwas in die Berge plane, dann fange ich meistens von hinten an, dass ich wirklich sage, okay, wann mag ich wieder beim Startpunkt zurück sein oder wann mag ich mein Ziel erreichen. Und dann rechnest du immer weiter zurück, dann hast du dann deine Startzeit. Und ein bisschen eine Spazie einrechnen ist auch nicht schlecht. Ich lege mir meistens Karten hin und nebenbei habe ich noch Fatmap zum Beispiel, damit dass ich einen besseren Überblick kriege von der Gegend her. Wenn ich es dann ganz genau wissen möchte, dann mache ich einen GPX-Track, stelle eine Route, spiele mir das dann aufs Handy und kann es dann sogar noch mal auf die Uhr spielen. Dann bin ich ganz auf der sicheren Seite. Da geht die Ausstiegsspur auf. Ich war da reingegangen. Zwar ist die Situation jetzt so, laut unserer gestern Tourenplanung schweben wir 182 Meter über dem Gipfel. Aus 3004 wäre 3300. Also Walli hat dann normal einen minutiösen Zeitablauf. Heute haben wir gemacht und das war nichts. Props gehen raus. Servus. Ready, dropping. 3, 2, 1, drop in. But you keep on fighting. You wanna run, but you keep on fighting. Das war zweit links. Ja, natürlich, wenn du dann unterwegs bist und irgendwann merkst, okay, vom Zeitplan sind wir dabei, wir haben jetzt die Checkpoints, sage ich jetzt mal, passiert um die Uhrzeit, wo man sich das geplant hat, dann passt ja alles. Aber manchmal ist dann halt auch so, dass du viel zu spät dran bist, dass du irgendwas davor schon gehabt hast, was sich dann auf den ganzen Zeitplan auswirkt. Und wenn du dann einmal merkst, dass irgendwann jetzt nicht mehr ganz möglich ist, dass du safe wieder runterkommst, dann ist es natürlich auch okay, dass man umdreht. Also Vernunft siegt und am Ende das Wichtigste, dass man wieder daheim ist und Risiken, große Risiken sind da nicht angebracht.